Switch-Spieler können aktuell wirklich nicht meckern, denn nach den Nintendo-eigenen Krachern wie The Legend of Zelda oder Pikmin 4 erscheinen immer mehr Klassiker auf der Konsole, wie zum Beispiel der unerwartete Port von Gothic 1. Nun wird auch das grandiose Red Dead Redemption aus PS3-Zeiten portiert, welches ebenfalls für die PS4 erneut aufgelegt wird. Warum das einerseits großartig ist, aber durchaus zu Kontroversen führt, verrate ich euch jetzt in den News. If you are to have your own way, force must be used. Find out where he's cowering. Mit mehr als 170 Auszeichnungen zählt Red Dead Redemption zu den von Kritikern meistgelobten Spielen aller Zeiten. Das Spiel erzählt dabei die Geschichte von John Marston, dessen Reise ihn durch die Weiten des amerikanischen Westens bis Mexiko führt, um die letzten überlebenden Mitglieder der berüchtigten Van der Linda Gang aufzuspüren und so seine Familie zu retten. Das später erschienene Red Dead Redemption 2 ist ein Prequel zu dieser Geschichte. Beim Port handelt es sich um eine Auftragsarbeit, die an die Double 11 Studios abgegeben wurde, welche vorher an Fallout 76 für Bethesda gearbeitet haben. Rockstar Games ist also selbst nicht involviert. Die neue Version erscheint dabei exklusiv für die Nintendo Switch und PS4. Ja, richtig gehört, PS4 und nicht PS5, was mittlerweile aber immer häufiger gängige Praxis ist. Denn durch die Abwärtskompatibilität der PS5 zur PS4 sollte das Spiel auch dort problemlos laufen und man erreicht gleichzeitig eine größere Zielgruppe. Xbox-Spieler gehen also auf den ersten Blick erst einmal leer aus, könnten aber am Ende der lachende Dritte sein, während PC-Spieler tatsächlich schon wieder nicht bedient werden und definitiv leer ausgehen. Durch die bessere Abwärtskompatibilität der Xbox Series X bzw. Series S, welche weiter zurückreicht, lässt sich nämlich Red Dead Redemption bereits jetzt für 30 € im Store kaufen und somit auf der Series X in 4K sowie auf der Series S in 1440p genießen, was unter Umständen sogar die beste Version des Spiels darstellen könnte. Denn bei der neuen Version handelt es sich nur um einen schlichten Port, an dem bis auf zusätzliche Untertitel für unter anderem Polnisch und Koreanisch sonst nichts gemacht wurde. Aktuell ist es auch nicht ersichtlich, ob der Titel neben einer anderen Farbpalette wenigstens in höherer Auflösung gerendert wird. 30 FPS bleiben jedenfalls für alle Versionen bestehen. Viel schlimmer ist aber, dass der durchaus spielenswerte Multiplayer-Modus, der als Vorläufer des heutigen GTA 5 Multiplayers gesehen werden kann, komplett gestrichen wurde. Somit gibt es für Multiplayer-Fans hier also nichts zu holen. Dafür wird aber immerhin das gute Zombie-Add-on Undead Nightmare direkt beigelegt. Dieses spielt in einer völlig eigenen, nicht kanonischen Geschichte, in der ihr gegen eine Armee von Untoten um euer Überleben kämpfen müsst. Trotzdem erhaltet ihr hier unterm Strich nur eine zusammengestrichene Version eines alten Spiels, welches tatsächlich 50 € kosten soll, was neben dem fehlenden Multiplayer der nächste herbe Dämpfer ist. Nichts für ungut, aber das ist schon frech, weswegen sich Xbox-Spieler, wie schon erwähnt, ein leichtes Grinsen eventuell nicht verkneifen können. Red Dead Redemption erscheint bereits am 17.08.2023 digital im Nintendo eShop sowie dem PlayStation Store und dann etwas später am 13.10.2023 auch als Retail-Version für beide Konsolen. Wie fandet ihr diesen Klassiker? Oder geht ihr diesen vielleicht im Zuge jetzt zum ersten Mal an? Ab in die Kommentare damit, und da wir kurz vor der Gamescom stehen und es aktuell Spieleankündigungen hagelt, gerne ein Abo da lassen, damit ich euch weiterhin informieren kann. Bis zum nächsten Mal.